Hallihallo, ich bin der Ruti. Ich grüße wieder von der Karibikküste, aber heute geht's in die spektakuläre Salzwüste Boliviens. Im letzten Video habe ich euch ja gebeichtet, dass meine Festplatte kaputt gegangen ist und ich improvisieren musste, also mehr Bilder als Videos oder kaum Videos, weil die alle verloren sind oder zumindest nicht erreichbar im Moment, und habe einmal ein bisschen ein anderes Video gemacht und zu meiner Überraschung und zu meiner Freude kam das bei euch gar nicht so schlecht an. Einer hat so geschrieben, es ist das beste Video überhaupt. Das freut mich natürlich und es zeigt auch, dass so etwas halt nicht umsonst passiert, sondern es hat immer auch einen Grund. Also vielleicht war es auch ganz gut, um mal eine kleine Veränderung in den Videos herbeizuführen. Ja, ich bin euch sehr dankbar für das Feedback und heute möchte ich damit beginnen, die Kommentare und die Fragen darin in diesem Video zu beantworten, da ich jetzt ja was wieder quasi live einspreche oder aus der Jetztzeit, kann ich auch auf die Kommentare aus der Jetztzeit eingehen, was das Ganze natürlich sehr schön macht. Zu der Festplatte, ich hatte ja das Bild gezeigt, dass ich die selber geöffnet hatte und so, da haben einige geschrieben, ey, die kannst du nicht selber öffnen, das ist halt, dann machst du mehr kaputt als ganz. Das kann sein, wusste ich natürlich nicht, aber wenn man bei YouTube guckt, da gibt es halt 20 Tutorials, wo die sagen, ja, schraubst du auf und machst du so und so. Wenn der Arm, der hängt sich manchmal so fest auf der Festplatte und dann kann man den lösen und dann geht's wieder. Aber bei mir war der halt nicht festgehängt. Bei mir kann er sich nur nicht irgendwie da richtig reinschieben. Der fängt dann an zu stocken, wenn er die Platten berührt. Die Platten liegen so übereinander und der Arm geht so dann rein halt, ja. Also es ist eigentlich wie ein Schallplattenspieler, aber mit so 4 Dingern. Und es ist natürlich alles auf wie Nanometer oder so. Ja, also, ja, ich hatte es halt aufgemacht und weiß ich nicht. Die einen sagen, man kann es öffnen, die anderen sagen auf keinen Fall, weiß ich auch nicht. Dann gab es noch Kommentare dazu, dass mechanische Festplatten komplett ungeeignet sind zum Reisen und man SSD-Platten haben sollte. Ja, hätte ich gerne. Die sind auch nur so groß wie Scheckkarten, ja, die anderen sind so. Und die sind halt auch, die sind eben lacy rugged, also die sind so eingepackt und so, dass sie eben stoßdämpferdicht und staubdicht und was weiß ich sind. Aber diese Scheckkarten SSD ist besser, weiß ich, aber hier kosten die 1 Terabyte 100 Euro. Ich habe 15 Terabyte, könnt ihr euch ausrechnen. Das sind mal locker 1,5 Monate Reise für mich. Ja, das ist halt im Moment nicht drin. Ich weiß, in Deutschland sind die günstiger. Vielleicht komme ich irgendwann irgendwo hin, wo es günstiger ist. Vielleicht kann ich auch mal eine ersetzen, jetzt die kaputte zum Beispiel. Ja. Und dass die völlig ungeeignet sind, diese mechanischen Platten, ist auch nicht ganz richtig. Also 2016 bin ich losgereist, 4 Jahre als Backpacker und jetzt 4 Jahre auf dem Motorrad. Und das ist das erste Mal, seit 8 Jahren fahre ich diese Festplatten mit mir rum. Und es ist das erste Mal, dass eine kaputt gegangen ist. Haben auch einige gesagt, so, ja, hier, Cloud, musst du in die Cloud sichern. Ja, ihr habt keine Vorstellung, wie das hier ist. Ich habe 50 Gigabyte pro Tag im Schnitt. Da musste ich 3 Tage Pause machen. Es gibt keine Internetverbindung hier, wo ich das irgendwie sichern kann. Und es ist ja dann so, dass ich es hochladen muss. Und wenn ich es brauche, muss ich es wieder runterladen. Also, dann hätte ich nicht 10 Monate Rückstand, sondern, weiß ich nicht, 2 Jahre. Das ist halt nicht praktikabel einfach. Und ja, dieses GoPro-Abo hat auch jemand gesagt, unbegrenzt 50 Euro im Jahr und so. Ja, das stimmt, aber ich glaube, ich hatte das mal, also als ich die GoPro Max gekauft habe, gab es das gratis dazu. Das hatte ich mal, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es mittlerweile anders ist, könnt ihr mich gerne belehren. Man kann nur GoPro-Dateien da hochladen. Also DJI oder von meiner Drohne und so. Das kannst du dann nicht hochladen. Dann ist es halt auch unbrauchbar. Ich habe die Google Cloud für Fotos und so, daher habe ich jetzt auch noch die Fotos, die ich jetzt hier in den Videos zeige, in den Improvisationsvideos, das sind
aus der Google Cloud. In mein Handy lädt das automatisch hoch und manchmal, wenn ich die Drohne fliegen lasse, oder manchmal lade ich eben was für Instagram oder sowas aufs Handy und dann habe ich zufällig noch einen GoPro-Clip oder so da. Aber 99,9% sind weg davon. Dann haben 2 Leute kommentiert, dass es cool wäre, wenn ich einen Kalender machen würde, weil meine Bilder so schön sind. Vielen, vielen Dank dafür. Es gab letztes Jahr einen Kalender. Ich hatte einen gemacht und ja, der Andrang war nicht besonders groß. Ich habe es halt auch, in meiner Familie hat jeder einen bekommen. Das war natürlich praktisch. Ja, aber es ist schon auch relativ viel Arbeit, das zu erstellen. Also die meiste Arbeit ist halt aus den, wenn man jetzt ein Jahr gereist ist, wie viele Fotos hat man da? 10.000? Daraus die besten 12 rauszusuchen. Das dauert halt ewig. Ja. Dann hast du irgendwann 20 und dann kannst du dich von keinem mehr trennen. Und dann ja das oder das und dann fragst du 5 Leute und ja, ich finde das gut. Ja, ich finde das gut. Also es ist schon auch Arbeit, das zu machen. Ja, wenn es Interesse gibt, kann ich dies Jahr auch gerne wieder einen machen. Ich sehe gerade, wir haben Ende September. Müsste man dann auch irgendwann mal, letztes Mal war ich natürlich wieder kurz vor knapp, wie immer halt. Wenn ich das jetzt anfangen würde, könnte ich auch da noch ein bisschen mir mehr Zeit lassen. Also ich habe es im Kopf. Dazu noch eine andere Sache. Ich hatte auch schon mal die Anfrage bekommen, ob es nicht eine Cap gibt von Ruthis Reisen oder eine Tasse oder einen Schlüsselanhänger. Wenn es dafür Interesse gibt, kann ich das gerne mal erstellen. Ich habe ja privat eine Tasse. Ich hole sie mal kurz. Da ist die Tasse. Ist eine doppelwandige Tasse, ein großer Kaffeebecher. Weil doppelwandig, dann wird sie nicht heiß. Ein bisschen verbeult ist sie, schon mal das Motorrad draufgefallen. Und man sieht, dass das unten so ein bisschen verwaschen ist schon. Ja? Das ist eben der Nachteil bei doppelwandigen Tassen. Die sind nicht dafür da, um da was drin warm zu machen. Aber ich habe natürlich trotzdem Suppe drin gekocht. Mittlerweile habe ich einen Topf, dank Thomas und Rita von Explore Bike. Titantopf. Das Beste vom Besten. Emaille-Tassen, finde ich, sehen super cool aus. Aber die sind halt immer so heiß. Aber darin kann man halt was warm machen. Also sowas wäre eine Option, Emaille wäre eine Option. Was ich noch habe, ist eine Seifendose. Die ist auch schon ein bisschen verbeult. Aber alter Backpacker-Trick. Man nimmt keine, Duschgel mit so, sondern einfach mit Seife wäscht man sich. Dann spart man sehr viel Platz und die halten sehr lange. Und hier in Südamerika kriegst du in jedem Hotel immer eine hingelegt. Also ist free. Ich hatte mal auch eine Basecap, habe ich nicht mehr, weil ich jetzt so einen Schlapphut habe. Cap wäre eine Möglichkeit und halt meine Aufkleber, die kennt ihr ja wahrscheinlich. Schreibt mal, was ihr davon haltet, ob es Interesse gibt. Dann gab es die Frage, wo man in Südamerika Straßenkarten kauft. Sehr gute Frage, gar nicht so einfach. Die einzige Straßenkarte, die ich von Südamerika habe, ist aus Chile und das war ganz am Anfang. Habe ich das auch gesucht und so und das war unglaublich schwer. Ja, an der Tankstelle habe ich nie welche gefunden. Und dann da, an einem Bücherladen und da. Und ja, Straßenkarten, die gibt's hier nicht. Und so weiter. Also es war nicht so einfach, aber Thomas und Rita, wieder von der Explore Bike, die haben irgendwo eine gefunden. Ich glaube an der Tankstelle. Und es ist auch eine richtig geile, eine große, mit ganz Chile drauf und die ist auch da kannst du Kaffee draufschütten und ist abwischbar und so. Die ist cool, aber ansonsten, ich navigiere ausschließlich digital, also mit dem Handy. Dann hat jemand gefragt, der auch nach Südamerika kommt, wie ich nach Venezuela gekommen bin und was es bei Venezuela und Brasilien zu beachten gibt. Da muss ich leider sagen, das greift ein bisschen weit, also das wäre jetzt alleine eine halbe Stunde Video, wie ich nach Venezuela gekommen bin, dafür habe ich 2 Jahre gebraucht. Und es gibt halt mehrere Möglichkeiten. Es gibt zwar nur 2 Grenzen, entweder man kommt von Brasilien rein oder man kommt von Kolumbien rein. Aber also von Kolumbien fährst du halt einfach nach Norden, Panamericana, und dann biegst du rechts ab. Und Venezuela, ja, es gibt eine Menge zu beachten. Venezuela gilt als eines der gefährlichsten Länder der Welt. Es war abgeriegelt die letzten 4 Jahre. Also es gibt da eine Menge. Man kann hier kein Geld bekommen. Man muss Geld mitbringen, es gibt fast kein Benzin, es ist schlecht, ich habe ja letztes Mal schon erzählt, es gibt oft Elektrizitätsausfälle. Gestern ist wieder ein paar Stunden die Elektrizität ausgefallen. Internet war noch länger weg. Deswegen, da gibt es viel drüber zu sagen, das kommt dann später halt. Ich möchte jetzt auch nicht vorgreifen, weil wie ich dahin gereist bin, das war extrem abenteuerlich, würde ich sagen. Deswegen, das möchte ich jetzt noch nicht verraten.
Dann hat jemand gefragt, ob es nach all der Zeit schwer ist, sich immer wieder aufzuraffen, auf der einen Seite und weiterzureisen. Und auf der anderen Seite, ob es schwierig ist, zu sagen, jetzt ist gut, jetzt fahre ich nach Hause. Kann ich mit Ja beantworten. Beides ist schwierig. Also umso länger ich reise, umso lieber halte ich mich länger an Orten auf. Also hier jetzt in diesem Haus, das ist halt auch die beste Unterkunft, die ich auf dieser Reise hatte in 2 Jahren. Also hier stimmt alles für mich. Und deswegen, ich habe hier direkt mal einen Monat jetzt gebucht. Ja, ich war in vielen Ländern, viele Monate und ja, es ist ganz normal für mich, mal einen Monat irgendwo zu bleiben. Also umso länger ich reise, umso langsamer reise ich. Am Anfang, als ich losgereist bin in Deutschland als Backpacker, war es dann immer 3 Tage, 3 Tage, 3 Tage, 3 Tage. Da hast du ziemlich schnell, so nach 3, 4 Monaten hast du den Kanal voll. Also dann hast du 50 Kirchen gesehen und dann so, nochmal eine Kirche angucken. Nein, danke. Ja, da muss es schon wirklich halt eine spektakuläre Kirche sein. Und dann, das ist halt schade, wenn du dann so denkst, ich habe keinen Bock. Ja. Deswegen langsamer reisen ist ein Trick. Und es ist dann so, wenn ich länger irgendwo bin, dann ist es dann mal auch so, dann juckt's wieder. Dann ist es so, jetzt könnte ich auch mal wieder ein bisschen weiterreisen, ein bisschen Abenteuer erleben. Nach Hause gehen, ja, das sehe ich halt im Moment gar nicht. Ich sehe es im Moment nicht, dass ich mich jetzt irgendwie nach 8 Jahren, ob ich mich einfach so wieder in ein Büro setzen kann und 9 to 5 machen kann. Wenn ich muss, geht es bestimmt. Aber wenn ich es vermeiden kann, mache ich es nicht. Erstmal nicht zumindest. Das kann sich natürlich immer ändern. Dann hat jemand gefragt, ob ich von YouTube leben kann. Habe ich im letzten Video schon erzählt? Natürlich nicht. YouTube und mein Lehrerdasein, Online-Lehrer, das zusammen sichert mir mein Überleben. Mehr aber auch nicht. Und dazu passend, vielen, vielen Dank. Es gab viele Unterstützer seit dem letzten Mal oder nach dem letzten Video. Finde ich super nett. Hätte ich auch nicht erwartet. Also super, super nett. Vielen Dank. Also es gibt doch 1, 2 Leute, die es ganz gut finden, was ich mache. Und jemand hat gefragt, wie kann man mich nochmal unterstützen? Es gibt PayPal. Ich habe einen Link in der Videobeschreibung auf meinem Blog, bei Instagram. Kann man es überall finden. Also Videobeschreibung ist der einfachste Weg. Da kannst du draufklicken und dann kannst du bei PayPal mich monetär unterstützen. Und dann noch, die Ereignisse sind von vor 10 Monaten. Ja, es ist halt so, ich habe es letztes Mal schon erklärt, wenn ich jetzt 3 Tage reise, habe ich quasi 3 Videos. Jede Woche bringe ich 1 raus, dann sind das schon 3 Wochen. Reise ich 10 Tage, bin ich 10 Tage gereist, aber 10 Wochen Videos. So kommt es zustande. Manchmal ist es dann so, im Amazonas, kommt irgendwann mal, da hatte ich 3 Wochen überhaupt kein Internet. Da gibt es 3 Wochen gar kein Video. Ja? Und so ist es halt. Das war der Feedback-Teil. Also vielen, vielen Dank. Für mich ist es natürlich viel cooler, so das Feedback zu geben, als immer die Kommentare zu schreiben. Könnt ihr ja mal sagen, wie ihr das findet oder ob ihr sagt, es interessiert mich nicht. Aber ich finde, so ist es halt auch ein Mehrwert für die Leute. Ja? Also wenn ihr Fragen habt zu Südamerika oder zu, weiß ich nicht, zum Campen oder ja, wie machst du was? Ja? Eine doppelwandige Tasse ist nicht zum Kochen geeignet. Vielleicht weiß es jeder, vielleicht weiß es nicht jeder. Gut, kommen wir zum eigentlichen Video. Beim letzten Mal bin ich mit Frank an der Grenze in Argentinien zu Bolivien angekommen. Die Stadt in Argentinien, die Grenzstadt, heißt La Quiaca. In Bolivien heißt die Stadt Villazón. Und Frank hat sich verabschiedet, weil er nochmal eine Runde weiter in Argentinien drehen wollte. Aber ich wollte nach Bolivien. Also Argentinien ist super, Chile ist super, das ist alles gut. Aber es war mir dann insgesamt zu zivilisiert tatsächlich. Ich wollte ein bisschen mehr, wild hört sich immer so blöd an, aber ein bisschen mehr Craziness. Und das kann ich schon mal vorausschicken, Bolivien ist sehr viel mehr crazy. Also ich bin dann über die Grenze. Und was gibt es zu den Grenzen zu sagen? Es hat ungefähr 1 bis 2 Stunden gedauert. Das ist dann immer so, die füllen dann alles aus und dann hier noch, da muss man einen Stempel. Man muss immer aufpassen, dass man die Stempel bekommt. Das ist wichtig. Und man muss auch aufpassen, dass die richtigen Tage eintragen. Am besten guckt man vorher nach, wie viele Tage man bekommen darf. In Bolivien sind das 90. In den meisten Ländern in Südamerika sind es 90. In Argentinien sind es 8 Monate. Kannst du bis zu 8 Monaten bekommen. Sowohl fürs Motorrad als auch für einen selber. Also man muss gucken, manchmal tragen sie dann irgendwie, habe ich schon gehört,
für dich selber 90 Tage und fürs Motorrad aber nur einen Monat. Dann musst du da entweder wieder rein und rausreisen oder musst es verlängern und so. Das ist alles immer nervig. Deswegen immer darauf achten, dass Sie das richtig machen. Es ist auch so, die Dokumente können Sie auch schlecht lesen. Man muss es auch sagen, also die deutschen Dokumente, die sind nicht besonders international. Also da steht Staatsbürgerschaft Deutsch. Also da steht nicht German oder Alemann oder so, da steht Deutsch. Ja? Das weiß natürlich kein Mensch. Also jedes Mal werde ich gefragt, was sind das für ein Pass? Passnummern hier, auch immer ein Problem, wenn man Passnummern angeben muss. Hier haben die Leute immer nur Zahlen. Bei uns sind es Buchstaben und Zahlen. Das ist für einen Computer manchmal ein Problem. Wenn er nur Zahlen akzeptiert, schlecht. Ne? Und beim Motorrad auch sowas. Hier überall braucht man nicht nur die Chassisnummer, sondern die Motorennummer. Und die Motorennummer steht, zumindest in meinem Fahrzeugschein, steht keine Motorennummer drin. Sie steht natürlich auf dem Motorrad. Es war dann so, dass ihr könnt euch vielleicht erinnern, als ich über den Paso Libertadores von Mendoza, über diesen Schneepass, wo ich so lange im Schnee gewartet hatte, rüber bin nach Chile, da haben die Argentinier mich einfach so durchgewunken. Ah, okay. Da musste man nicht anhalten. Und das habe ich schon gesagt, so, eigentlich müssen die mich ausstempeln. Jetzt an der Grenze haben sie gesagt, so, ja, du hättest da ein Papier abgeben müssen. Wir brauchen das Papier. Also wenn ihr irgendwelche so Papiere habt, die ihr bekommt an den Grenzen, die müsst ihr behalten. Sonst habt ihr Stress. Da saß noch ein anderes deutsches Pärchen, die kamen aus Bolivien, sollten da einreisen. Die saßen da schon ein paar Stunden, weil dann ist es immer kompliziert. Irgendwann gibt es eine Lösung, ja, wir sind hier in Südamerika, aber dann sitzt er halt ein paar Stunden da. Ich habe dann da das alles gesucht, ich hatte das Papier Gott sei Dank noch, habe es dann gefunden und dann, ja okay, danke, ciao. Dann war ich in Bolivien, ein Bergstaat, hatte früher mal Zugang zum Meer, aber es gab die Salpeterkriege mit Chile unter anderem und da hat Bolivien den Zugang zum Meer verloren und deswegen ist es mit Paraguay, glaube ich, der einzige Staat in Südamerika, die keinen Zugang zum Meer haben. Bolivien ist auch relativ klein für ein Land in Südamerika. Ich sage ja immer, man kann sich das nicht vorstellen, wie groß hier die Entfernungen sind, wie groß hier die Länder sind. Also für Südamerika ein sehr kleines Land, dreimal so groß wie Deutschland. Es ist sehr indigen geprägt, Hochlandkultur, das Essen ist ganz anders als in Argentinien und Chile, während Argentinien und Chile quasi Fleisch mit Pommes ist, grob, hat Bolivien mehr Gemüse, mehr Variation und so, finde ich besser. Auf die Dauer besser, klar, Fleisch mit Pommes ist cool, aber nach 1-2 Monaten freut man sich, denkt man so, oh, Salat wäre mal cool. Und Bolivien ist benannt nach Simón Bolívar, ein Freiheitskämpfer, der eben für die Unabhängigkeit der Staaten in Südamerika gekämpft hat von den Spaniern. Und so schließt sich der Kreis zu Venezuela, denn er war Venezolaner. Also, ich bin über die Grenze in Bolivien eingereist, sehr aufregend, mein drittes Land, erst nach fast einem Jahr in Südamerika. Habe dann nur 90 Kilometer an diesem Tag vor mir gehabt in eine Stadt namens Tupiza. Da sieht es so ein bisschen wildwestmäßig aus. Bin da angekommen, paar Tage geblieben, wunderschönes Hostel mit so einem Innengarten, tropisch. Und was mir direkt aufgefallen ist, da gab es ganz viele Tuk-Tuks, hier sagt man Mototaxis, extrem viele, war schon wieder ganz anders eben als Argentinien. Nach ein paar Tagen bin ich dann übers Altiplano, das ist eben die bolivianische Hochebene, nach Uyuni gefahren. Uyuni liegt auf 3700 Metern ungefähr und Uyuni ist eben die Stadt zu oder nahe an der Salzwüste oder dem Salzsee. Es ist mit über 10.000 Quadratmetern die größte Salzfläche der Welt und vor 10.000 Jahren war es mal ein See. Und es ist so, dass im Sommer, also unserem Winter, ist da Wasser drauf und dann ist es eher schlecht mit dem Motorrad drauf zu fahren, bis zum halben Meter Wasser oder so steht da drauf und im Winter kann man da eben fahren.
Und ja, was kann ich zu Uyuni sagen? Spektakulär ist halt die Dakar, als die hier in Südamerika war, ist halt da gefahren. Da gibt es überall so kleine Zeichen in der Stadt und so ein Denkmal. Da habe ich schon sehr, sehr günstig gewohnt. Bolivien, eines der günstigsten Länder, wenn nicht das günstigste Land Südamerikas, mit Argentinien. Uyuni ist eigentlich sehr teuer und weil es eben so touristisch ist. Ja? Und diese ganzen Touren, da gibt es eben Touren, die kommen von San Pedro de Atacama, die fahren die Wüste hoch. Das ist die berühmt-berüchtigte Laguna Road. Ich bin eben nicht darum gekommen, sondern ich bin ja aus Argentinien gekommen. In Uyuni macht jeder Stopp und das ist relativ teuer für Bolivien. Und es gibt so eine kleine Straße mit so, weiß ich nicht, 10 Restaurants, die alle relativ kostspielig sind und eben diese typischen, die bekannten Hostels und so sind halt auch nicht billig. Wenn du aber woanders hingehst, so wie ich, das war quasi neben dieser bekanntesten Straße und da habe ich eben gar nichts bezahlt. Also war super günstig. Und da ist es dann auch so, man kann die Straße runterlaufen, da ist jeden Tag so ein riesiger Straßenmarkt und da ist es halt auch super günstig. Und da sind an der Seite noch so gegrillte Hähnchenstände und so weiter. Und die haben immer in Bolivien überall so Stände mit frisch gepresstem Saft. Da kannst du den Saft machen lassen oder einen Milkshake oder so. Super cool. Ansonsten ist die Stadt, also wenn ich hier mit Leuten mich unterhalte, treffe, dann ist es immer so, also wenn da nicht die Salzwüste wäre, gäbe es niemanden, der Uyuni besuchen wollen würde. Was es da gibt, ist ganz cool. Ist natürlich auch ein Pflichtbesuch, den Eisenbahnfriedhof. Ende des 19. Jahrhunderts gab es eben die Eisenbahn da, um Metalle zu transportieren. Das ist dann aber irgendwann eingebrochen und diese ganzen Loks und so, die stehen da noch. Und es ist ziemlich cool da in der Wüste oder am Rande der Wüste, diese ganzen Eisenbahnen. Du kannst darauf rumklettern und so, kannst die Drohne fliegen lassen, kannst da machen, was du willst. Also es ist ein Besuch, der sich lohnt und das ist in der Stadt. Also es ist nicht, fährst du irgendwie 10 Minuten hin. Salar de Uyuni, da gibt es ja eins der bekanntesten Bilder ist das Dakar-Denkmal in der Wüste, so aus Salz gebaut und angemalt. Jeder, der mit dem Motorrad vorbeikommt, macht da ein Foto, würde ich sagen. Man denkt immer, oder ich habe gedacht, boah, das ist voll krass, tief in der Wüste und so weiter. Das ist irgendwie 40 Minuten, fährst du bis zu dem Denkmal. Das ist gerade am Rand, da fängt die Wüste gerade an, da ist es. Also da kann man hinfahren, 40 Minuten, das Foto machen und wieder zurückfahren. In 2 Stunden hast du das erledigt. Aber richtig geil wird es halt erst, wenn du richtig reinfährst in Salar. Und das ist eben eine Salzschicht, auf der man fahren kann. Am Anfang ist es dann noch so sandig an den Rändern und es vermischt sich dann so und dann wird es immer weißer und es ist schneeweiß, also schneeweiß. Und es ist absolut, absolut cool, da zu fahren. Ich habe ja einen Werner Willimann mal interviewt, da gibt es auch ein Video von. Und der hat gesagt, ja, natürlich ist es schlecht fürs Motorrad und so, aber wenn du da bist, das muss es dir wert sein. Das ist eins der großen Highlights in Südamerika. Da fährt man eben zu diesem Dakar-Denkmal und da sind dann halt auch so Typen, ich weiß gar nicht mehr, der hat glaube ich $5 oder so genommen, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Und der macht dann eben diese Fotos mit dir groß, klein, so Perspektivfotos. Das habe ich dann gemacht, ich war ja auch alleine, sonst musst du da echt stundenlang rummachen. Wenn du zu zweit bist, ist okay, dann brauchst du den Typen nicht. Und der macht es halt den ganzen Tag, der weiß genau, wie du dich hinstellen musst, damit diese Perspektiven gut rauskommen. Das habe ich gemacht und ich finde, die Fotos sind super cool geworden. Dann gibt es da noch so ein Plaza de Banderas, also der Platz der Flaggen. Das ist auch so ein berühmtes Fotomotiv. Dann ein Salzhotel dort. Also da bin ich nur rein, habe was getrunken, ist halt cool, es ist halt komplett aus Salz gebaut. Das ist, glaube ich, relativ teuer dort, weil es das bekannteste und das eben genau am Touri-Platz ist. Deswegen habe ich da nicht irgendwie übernachtet, weil mich das natürlich gereizt hätte. Und ich bin dann weitergefahren und das ist dann so, das ist eine Fläche, Salzfläche, ist auch ziemlich glatt, fährt sich ziemlich gut, muss man sagen, hat guten Grip. Und da, wo immer die Touren lang fahren, da sind man sieht so 2 Spuren und die kann man fahren, da ist es quasi safe. Bin ich dann ein bisschen gefahren und so. Es gibt so 3, 4 Inseln auf dieser Salar de Uyuni. Bis zur ersten fahren, glaube ich, immer die Touren meistens. Dann kann man da einmal spazieren gehen.
und dann fahren die wieder zurück. Ich bin dann da auch hingefahren. Die anderen Inseln später, da ist niemand. Also diese Inseln sind halt total überwuchert mit Kakteen und riesige Kakteen. Ich habe jetzt gelesen, die sind bis zu 1200 Jahre alte Kakteen. Das ist halt auch, also diese weiße Fläche von Salz und dann diese riesigen Kakteen. Ja, ich glaube, das kannst du nur da sehen. Naja, nach einer Weile war es dann halt so, dass ich gesagt habe, ey, ich fahre jetzt nicht mehr auf dieser Spur entlang, sondern ich fahre einfach querfeldein. Das macht halt richtig Bock. Fährst halt querfeldein, einfach wie du Bock hast durch diese Wüste und da ist niemand. Also da triffst du auch wenig Leute. Manchmal sieht man irgendwo so ein Auto fahren oder ein Motorrad oder so. Aber wenn du da hinten rausfährst nach dieser ersten Insel, da ist keiner mehr. Und ja, man könnte jetzt sagen, oh, das ist super gefährlich und so. Und ich muss zieh mal einen Frank auf, weil der hat dann so gepostet auf Instagram so, I just follow the compass needle. Dann habe ich gesagt so, der Kompassnadel folgen. Das Ding hat halt, es ist 100 Kilometer lang. Das ist jetzt nicht so, wenn du dich da verläufst, dann bist du nicht, das ist nicht Sahara. Ja, das ist schon okay. Wo man ein bisschen vielleicht vorsichtig sein muss, weiß ich nicht, ob das überhaupt stimmt. Manche Leute sagen, ja, es kann sein, dass es einbricht. Aber die fahren halt auch mit den Jeeps darauf rum. Deswegen sagen manche, man soll diese Straßen nicht verlassen. Ich weiß nicht, ich bin gefahren, wie ich wollte und es war okay. Man muss aber dazu sagen, es ist dann an den Rändern, ich bin dann zum Süden rausgefahren. An den Rändern wird es dann, also wird es unebener und entweder es ist sehr hartes Salz, dann ist es halt also wie Stein, oder es wird halt weich, matschig, dann versaust du dir auch total das Motorrad und dann mischt es sich noch mit Sand und es wird dann immer sandiger, umso weiter raus du kommst. Also das war dann schon nicht so einfach, um nicht zu sagen schwierig. Da aus dem Süden kommen eben auch, da geht die Laguna Rot nach Chile rüber. Und das ist eben diese berühmt-berüchtigte Straße, von der ich gesprochen habe, die sehr schwierig sein soll. Ich bin die nicht gefahren, aber es ist auch wohl eine der schönsten Straßen Südamerikas. Wenn ich nochmal runterfahre, das werde ich wohl zumindest probieren müssen, denn sie soll so schwierig sein. Frank hat ja hier sein Motocross-Bike, seine Enduro, die wiegt 100 Kilo, damit hat er sich überschlagen da. Und der Jamie, ein Australier, den habe ich noch nicht erwähnt, aber später noch treffen werde, der hat eine alte Tenere, der hat sich da die Felge kaputt gemacht. Also es ist nicht so einfach da zu fahren. Aber ich bin dann bis zum Rand runtergefahren und da gibt es eben noch weitere Salzhotels. Und da habe ich in einem Salzhotel übernachtet. Ich weiß gar nicht mehr, das hat irgendwie $15 gekostet oder so, eine Nacht. Und ich wollte es unbedingt machen. Alles ist eben aus Salz gebaut. Ja? Das Bett, alles. Es ist halt auch so ein kleiner Ort. Santiago de Agencha hieß der Ort, in dem ich übernachtet habe. Die haben dann auch gekocht und so weiter. Gab es ein 3-Gänge-Menü. Also tipptopp. Und abends halt kannst du rausgehen, nachts siehst du halt brutalen Sternenhimmel und super Sonnenuntergang. Das ist toll. Und ich fand das so toll, dass ich gesagt habe, ja, okay, ich will nochmal durch den Salar fahren und bin dann vom Süden nach Norden gefahren. Und dann habe ich halt noch diese anderen Inseln besucht, da habe ich dann Mittagspause gemacht und da war halt dann auch niemand. Da sitzt du ganz alleine und genießt die Wüste. Es war dann auch wieder so, am Norden ist es dann auch so, dass es schon so wässrig geworden ist. Da ich eben auch am Ende der Trockenzeit da war, fängt es dann schon an, so ein bisschen nass zu werden. Und das ist unangenehm, wenn es dann nass wird. Und da bin ich im Norden rausgefahren und da konnte ich mich immer orientieren, weil auf Google gibt es keine Straßen an der Salar. Aber bei Osment gibt es schon so Straßen. Die sind zwar nicht genau da, wo das eingezeichnet ist, also diese Wege, aber man kann sich daran orientieren und es gibt so einen großen Vulkan im Norden. Der heißt Vulkan Tunupa. Und den kann man immer sehen. Und wenn man da in die Richtung fährt, dann kommt man irgendwann da raus. Und da bin ich dann rausgefahren. Ich wusste dann gar nicht, ich wollte dann irgendwo da übernachten. Und man fährt dann so oberhalb und man kann dann immer so runter rechts gucken auf die Salar, also auf diese Salzpfanne. Was auch cool ist, Flamingos und so weiter. Und da ist es dann auch immer sandiger geworden und das war auch ziemlich schwierig. Es war dann auch so, dass dann noch so ein Teil war dann gesperrt und ich bin dann aber, es gab für mich keinen anderen Weg. Ich habe dann einfach da das Seil hochgemacht und bin weitergefahren. Also es war gesperrt wahrscheinlich, weil es so sehr sandig war. Habe ich mich durchgequält, habe ich auch ohne Sturz geschafft, aber es war schon so teilweise Füße runter tippeln und so. Bin dann in einem Ort irgendwann angekommen namens Salinas de García Mendoza. Und da habe ich dann übernachtet und habe mir dann noch von der Frau, ich hatte dann halt keinen Schlauch, aber ich habe mir von der Frau dann so Wassereimer geben lassen und habe dann wenigstens das schon mal drüber gekippt, damit das Salz da, also um ein bisschen das Salz runter zu bekommen.
Später, das kommt dann im nächsten Video, weil ab dem nächsten Video gibt es wieder richtige Videobilder. Das kommt dann da werde ich sie waschen lassen und dann fahre ich in eine Stadt namens Potosi oder Potosi. Wird auch spektakulär. Ich kann nur sagen, Salado Juni, das müsst ihr machen, wenn ihr hier seid. Das ist super cool. Also wenn ich nochmal runterfahre, ich fahre wahrscheinlich nochmal durch. Man kann auch einfach durchfahren. Es ist auch so, dass sogar wenn da Wasser ist und so, dann ist es halt so wie ein Spiegel. Da kann man so krasse Spiegelfotos machen. Also es lohnt sich zu jeder Jahreszeit dahin zu fahren. Das war's. Sagt mal, wie ihr das fandet mit dieser Feedback-Runde. Ob ihr das gut fandet oder doof fandet. Ich glaube, ich schaue nochmal hier. Ich habe nicht mehr viel zu sagen, außer mich bei den zahlreichen Unterstützern zu bedanken. Das war wirklich super, super nett. Also vielen Dank an Marco Miksch, Detlef, Walter und Angelina, Markus, Dirk, Heiko aus dem Schwabenland, Roswitha und Franz aus dem Böhmerwald, Frank, Bernd, Frederik, Harald, Bart, Stefan, Remo und Marie-Louise, Jürgen, Arthur, Hans-Jörg, Günther, Oliver, Sören und Bernd von Sky Blue Tenere. Vielen, vielen Dank. Tatsächlich habt ihr mir hier den Arsch gerettet für den nächsten Monat. Sonst wäre es echt eng geworden. Jetzt ist gut. Ich meine, ich habe hier mit dem Frank den Preis für das, wir haben das Haus für uns alleine. Ich meine, theoretisch könnte noch jemand irgendein anderes Zimmer da buchen, aber da kommt halt niemand. Wir sind hier in Venezuela. Das habe ich auch irgendwie selber mir ergoogelt. Das ist nicht so, dass man da einfach auf Booking geht. Das gibt es hier alles nicht. Deswegen, ich glaube nicht, dass da jemand kommt. Wir sind hier schon 2 Wochen und wir haben das Haus für uns alleine. Ich liebe es in dieser Außenküche. Mache ich heute schön Frikadellen mit Bratkartoffeln später, weil ich bin der zuständige Koch. Und Frank hat den Preis runtergehandelt. Es war 15 am Anfang, aber wir bleiben jetzt ja einen Monat, oder ich bleibe einen Monat, auf 10. Das ist okay. $10. Ja, und man kann hier oben, das kann ich noch erzählen, hier oben kann man Pizza essen gehen. Das kostet dann, also Familienpizza, 5 €. Also die teile ich mir mit dem Frank, wir werden beide davon satt. Und da gibt es noch 1,5 Liter Cola dazu. Also preislich ist es okay. Und mit eurer Unterstützung schaffe ich es jetzt auch zu überleben. Und dann bedanke ich mich, verabschiede mich und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet und hoffe, dass es euch gefallen hat. Euer Ruti, macht's gut. Auf Wiedersehen.